Hallo liebe Vespa-Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute beim Cafe Racer 69 Team in Berlin und das Projekt geht weiter, British Classic. Ihr dürft uns heute wieder begleiten und gespannt sein, was als nächstes kommt. Viel Spaß! Okay, jetzt gucken wir mal, hier kommt jetzt noch der Auspuff. Wir sind eigentlich so weit durch, die Spiegel fehlen noch und ansonsten sind wir durch. Und als letztes bauen wir jetzt noch einen schönen Auspuff an, in dem Fall den Arrow-Auspuff, italienischer Hersteller. Seit den 70ern, Sitz am Comer See, toller Auspuff. Die produzieren auch für Polini unter anderem, das ist derselbe Auspuff. Das ist ein Arrow für Polini. Und der Arrow, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, was jetzt die Soundkulisse anbelangt, ist das somit das Nonplusultra, was man noch in der Euro 4 für eine HPE einfach fahren kann. Okay. Weil der Akrapovic ist deutlich, das kennen viele, der ist Remus leise. und sowas. Ne? Remus, es ist wirklich kaum ein Unterschied zur Serie. Und das ist natürlich dann auch eine Kostenfrage, also 750 €, sagen wir mal 700, im Angebot gibt es dann irgendwo noch mal ein bisschen weniger, aber so 750 €, Remus, Akrapovic. Der Arrow liegt mit Cut, das ist ganz wichtig natürlich, damit er legal ist. Der Arrow liegt mit Cut bei ungefähr 580 €. Also deutlich in einem anderen Preissegment. Der Polini ist nochmal eine Spur billiger und, oder günstiger. Deutlich. Ist jetzt in dem Fall natürlich auch so ein bisschen eine optische Sache. Ne? Ja, natürlich. Weil der passt natürlich sehr schön in das Konzept rein. Genau, ich persönlich, in der Preislage bevorzuge ich auch den Arrow. Ich mag die Marke, ich mag den Sound von Arrow, alles ist gut. Super, gucken wir mal einen Karton rein, wie das aussieht. Und wenn, dann nehmen wir das Original und das finde ich halt das Schicke daran. Interessant ist wirklich, wie die Italiener das mal wieder geschafft haben, einen doch so relativ voluminösen Klang hinzubekommen und das Ganze in den aktuellen Euronormen. Das ist schon faszinierend. Und da ist es. So, da haben wir einmal den Auspuff, dann haben wir hier noch ein bisschen Anbaumaterial und ABEs. Und das war es dann auch schon. So, dann kann der Karton weg. Genauso war ja auch ein Bestandteil der Euro 4 eigentlich, dass man den dB-Killer nicht mehr rausnehmen kann. Das kann man bei dem Arrow. Ich empfehle das definitiv nicht zu tun. Nee, das Ding ist einfach viel zu laut, auch für den Straßenverkehr, wenn wir die aktuellen Lärmdiskussionen dabei mal berücksichtigen. Genau, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja. Das ist ja gerade so eine Diskussion, Genau. jetzt muss man es nicht provozieren Und, durch was noch zu laut ist. also, weißt du, es ist ja auch ein Unterschied, ob was Sound hat oder ob es laut ist. Ja? Und den dB, das ist einfach nur laut. Und, wie sieht es mit der Leistung aus? Also ich habe mal so einen Vergleichstest gesehen, dass die halt alle so 1 bis 1,5 PS mehr bringen, aber ich glaube, das ist zu vernachlässigen. Ich glaube das auch, das ist zu vernachlässigen. Also das ist, darüber wird ja mal viel diskutiert, bringt das mehr Leistung, bringt das weniger Leistung? Also im Idealfall behält man dieselbe Leistung. Einen Vorteil hat er wahrscheinlich, er wird ja viel leichter sein als der Originalschuss. Er ist leichter, dadurch hat man natürlich mehr Leistung, genau. Und weniger Gewicht heißt immer automatisch mehr Leistung. Genau, ganz genau, das einmal. Und zum anderen ist es so, also Sound macht Leistung. Ja. Das ist so eine Psychologie und ich finde die auch nicht schlimm. Ja, und im Straßenverkehr wird man auch ein bisschen mehr wahrgenommen, auch nicht zu vernachlässigen. Ja, Sicherheit. Genau, das ist ganz gut. Und wenn sie dich nicht hören, das Tolle bei dem ist, eigentlich sieht er ja so ein ähnlich, also von der Form her sieht er dem Acra sehr ähnlich, aber der Acra ist dann nochmal so ein Stück länger, was das hier natürlich am Fahrzeug sportlicher macht, dass der kürzer ist. Dann bin ich echt ein Fan von denen, weil du hast einen ganz tollen Abstrahlwinkel bei diesem Auspuff. Das heißt, der Fahrer nimmt ein deutlich lauteres Geräusch wahr als deine Umwelt. Das ist echt interessant. Sehr witzig. Als ich den das erste Mal montiert hatte, an einer aktuellen Euro 4 und bin da mit einem halben Tag rumgefahren, gucken, was kann der, wie ist der, war ich erstaunt und dachte, das kann nicht sein, der kann nicht legal sein, das geht nicht, das geht nicht. Ja? Wir haben ihn dann wirklich gemessen, auch bei der DEKRA, wir haben ihn wirklich dann mal gemessen, in einer Lärmmessung. Und wenn man sich mal daneben stellt und es fährt einer vorbei mit dem Ding, klar, ist ein anderer Sound, das hört man, keine Frage, es ist auch ein bisschen lauter als das Original, also auch das ist ganz klar wahrnehmbar. Ein bisschen tiefer, sonorer Ton. Genau, auch, also es klingt ein bisschen sportlich, ein bisschen sportlicher einfach. Aber der ist lange nicht so laut, wie er sich anhört für den, der ihn fährt. Das ist sehr abgefahren. Das finde ich wirklich eine tolle Eigenschaft. Ja, weil man möchte ja selber Sound und seine Umwelt ein bisschen in Ruhe lassen oder respektieren. Ja, genau. Ne? Also ich bin auch von diesem Superlaut lange weg. So, da haben wir das Katalysator-Element. Und
den dazugehörigen Krümmer. Da gibt es nämlich zwei auch. Es gibt den als Racing-Krümmer. Der ist genau derselbe Krümmer. Der hat dann nur nicht die Nummer hier drauf. Der Racing-Krümmer, dem fehlt die Nummer. Und beim Racing-Krümmer fehlt auch der Cut. Der Racing-Krümmer kostet irgendwie 50, 60 Euro. Oh. Das zusammen mit dem Teil macht dann einen Gesamtpreis von, weiß ich nicht, 350, 400 Euro. Das ist schon mal ein Unterschied. Ja, da können nämlich auch die, oh, nee, doch, aber da viel billiger. Ja, da fehlt dann aber das wirklich Wichtige dran. Ja. Und interessant auch bei dem, wenn du hier den Cut weglässt, das Ding ist echt laut. Also zu laut. Deutlich zu laut. Na gut, Cut müssen wir ja wir wollen ja auch alles ein bisschen, wir wollen ja alles richtig machen. Ne? Ordnungsgemäß machen. So. Okay, das haben wir. Dann haben wir hier unsere Anbauteilchen. So. Das tun wir dann ins Fahrzeug, beziehungsweise in dem Fall hier, da war 13 Zoll, andere Bremsen. Wir tragen den hier im Fahrzeug mit ein. Dann muss man es nicht mitführen. Da musst du das nicht mitführen, ganz genau. Ne? Da haben wir die Schelle oben für den Auspuff. Dann haben wir hier mitgeliefert so einen Haken. Ein Ziehen für die Feder? Genau, hier kommt so eine Feder rein als Verbindungsstück da. Ja? Und das hält das zusammen. Das kennen viele von anderen Sportauspuffanlagen. Weil die werden ja unten nur gesteckt und nicht geschraubt. Hier haben wir so ein bisschen Aluminiumpaste zum Abdichten. Wenn man das dann möchte, so. So. Aufkleber weg, 2 Unterlegscheiben. So, und glücklicherweise brauchen wir hier nicht darüber zu diskutieren, ob die Schrauben nicht auch schwarz sein sollen und diese Distanzstücke. Aber das brauchen wir aber nicht. Genau, und ich finde es auch bei einem Schwarzkonzept gar nicht schlimm, wenn das da ein bisschen silberne Elemente gibt, weil ich das tatsächlich fürs Auge interessanter finde, wenn es was zu gucken gibt und es nicht aussieht, als wäre das alles in einem Gussbad getaucht worden. Aber es ist auch alles trotzdem immer eine Geschmacksfrage, darf man auch nicht vergessen. So, okay, wir können den Auspuff, den Cut, die Cut-Patrone passt hier so rein. Das geht ja sehr leicht. Ja, das geht. Manchmal geht es ein bisschen schwerer. Guck mal, hier sieht es schon anders aus, klack, aber bei dem hier geht es ganz gut. Mein Hemd möchte ich gerne behalten. So, und der passt dann da auch rein. So, haben wir das zusammen. So, und das ist auch toll. Also das ist wirklich super verarbeitet alles. Das passt auf Anhieb. Man hat nicht hier hinten dieses dünne Blech, wie bei ich selber fahre einen Remus Dualflow. Da hat man diese dünnen Bleche, die man hinten anbringt und alles so ein bisschen. Und das ist wirklich solide verarbeitet und das passt auch auf Anhieb. Das ist echt toll. Super. So, dann legen wir uns das mal so ein bisschen hin. Nehmen hier unsere kleine Schelle. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr diese Graphithülse, das haben Sportauspuffanlagen nie. Also wieder was einem weniger kaputt gehen kann. Eine ziemliche Sauerei, Achtung, klack. Ich schmiere mal einfach ein bisschen hier rein. So, reicht. Mehr braucht man da gar nicht machen. Weil die schmattert sonst auch nur auf dem ganzen Auspuff rum. Die wird nämlich gut rausgedrückt. Und das Ding bleibt nicht lange so. Der läuft ganz schnell an. Das dauert 10 Kilometer. Kriegt dann diesen Kupferton. Und dann hat er diesen Kupferton dran und dann ist gut. So, dann setzen wir den hier an den Krümmer an. Und zwar so weit, bis er passt, also bis die Bohrungen hier passen. Nämlich jetzt passen die Bohrungen hier. Dann sitzt er schon mal richtig. Und alles ist noch locker, das ist total wichtig. Mal kurz angesetzt. So, ja, gespannte Krümmer oder gerissene Krümmer. Und jetzt kann man auf 2 Wegen ein bisschen Abhilfe schaffen. Zum einen, habt ihr gesehen, ich habe den jetzt runtergedrückt. Das ist nicht der Sinn der Übung, sondern dann dreht man lieber mal an diesen ganzen Verbindungen. Das sollte locker sein alles. Ja. Das sollte nicht verspannt sein, weil das Problem, wenn die Krümmer reißen, ist, dass die Anlagen verspannt montiert wurden. Das ist der einzige Grund. Der Krümmer reißt nicht. Der reißt einfach nicht. Also Ausnahmen. Nee, haben wir nicht. Oh, nicht. Super. So. Und dann würde ich immer empfehlen, bei vielen Motorrädern oder bei Motorrädern, bei Autos, man verspannt die Anlagen oder man schraubt sie immer von vorne nach hinten fest. Hier in dem Fall
würde ich mit diesen Sportauspuffanlagen, würde ich sie von hinten nach vorne festschrauben, sodass sie hier hinten sitzt, vorne nicht verspannt, weil wir haben das ja extra alles ein bisschen bewegt und gewackelt. Einmal. Zweimal. Und dann hier noch. Alles dasselbe Werkzeug, sehr angenehm. Gucken, dass der richtig sitzt. Wunderbar. Auch die nur festziehen, nicht hier wie Ochsenkahl fest anballern, nur festziehen. Wir wollen die ja auch immer wieder irgendwann lose kriegen. Ja. So, Aber hinten die halt schon, ne? Fest. Ja, aber fest reicht. Ja. Fest reicht. So. Man kann den mitgelieferten oder man hat einen eigenen Haken. Aber geht mit beiden ganz gut. Vorsicht, aber nicht, dass der vorne runterfällt. So, fest drin. Flump. So, was? Fest, sitzt. So schnell. So sieht er aus. Dann machen wir doch gleich mal eine Soundprobe. War ja eh noch nicht dran, das Fahrzeug. Achtung, klappert jetzt gleich, dann klappert es weniger. Sehr schön. Guter Klang. Ja. Das Ding macht schon deutlich mehr Sound als die Serie. Ja. So, liebe Whisper-Freunde, das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter mit meinem British Classic Projekt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, bitte meinen Kanal abonnieren, damit ihr auch die News immer bekommt, wann der neue Teil rauskommt. Seid gespannt, es geht bald weiter. Fahrt vorsichtig, bis dann. Ciao.